Schön, dass du wieder dabei bist. Heute ist der 6. Juli. Ich bin im Zittauer Gebirge. Das ist im Länderdreieck Tschechien, Polen, Deutschland. Und ja, ich bin auf den Spuren meiner Kindheit. Hier war ich vor 42 Jahren das letzte Mal. Und irgendwie ist dieser Gedanke bei mir im Kopf rumgespukt und jetzt bin ich halt hier und möchte mich ein bisschen umschauen. Diese schönen Sandsteingebilde, diese schönen Berge und Felsen wieder zu erkunden. Mal sehen, was ich noch so alles wiedererkenne. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Und als erstes gehe ich heute eine Runde über den Berg Eubin. Das ist der. Eine Runde rum, da ist oben eine alte Klosterruine, da ist unterwegs noch eine wunderschöne Kirche. Der Ort an sich ist wirklich sehr schön. Hier gibt es einen Schmalspurbahnhof, Endstation. Der damals hieß er Molly, ich weiß nicht, wie der jetzt heißt. Ich habe gesehen, da hinten ist ein schöner Picknickplatz. Etwas halb links davon steht mein Auto, von dir aus gesehen halb rechts. Und da werde ich wahrscheinlich heute Abend oder wenn ich ankomme, Brotzeit machen, Abendbrot oder sonst was. Und genau hinter mir ist natürlich nicht zu sehen. Doch, da oben. Da ist er, genau in der Lücke drin. Der Hochwaldturm. Das ist hier der höchste Punkt mit 700 und ja, den möchte ich heute auch noch besteigen. Also so gute 11 Kilometer, ein paar Höhenmeter kommen zusammen. Lassen wir uns überraschen. Ich würde sagen, gehen wir los. Weil noch sind die Temperaturen angenehm. Das soll heute bis auf 30 Grad hochgehen. Und da lassen wir uns natürlich überraschen. Also hier ist wieder so ein schöner Kurpark. Sehr schön, sehr, sehr schön. Da sieht man schon die Felsen. Komm einfach mit. Geh mal. Diese Waggons kann man übrigens mieten. Hier kann man drin wohnen. Keine Ahnung, was das kostet noch. Da drüben scheint es das Frühstück zu geben. Zittauer Schmalspurbahn, Ferienwaggon. Also, ich beglückwünsche mich wieder zu meiner Spontanität. Ist das eine Aussicht? Jetzt hast du ungefähr eine Vorstellung, warum ich hier bin. Ich würde sagen, schwer einnehmbar, oder? Was meinst du? Und das ist Burg und Kloster. Und hier kommen wir zu einem Wohnturm. Oh. Okay, diese erdgeschichtlichen Sachen schenke ich mir gerade mal. Die türkische Handschrift. Okay, um 1400.
Wenn dir das jetzt gerade was gesagt hat, bin ich stolz auf dich. Mir leider nicht. Aber so ist es. Okay. Ja. Schöne Holztreppen. Wow. Ist das ein Erlebnis? Ein Genuss? Okay. Aha. Hast du ungefähr eine Vorstellung, was hier mal nach unten kam? Ich habe da so eine Idee. Jeder braucht's. Meistens ein bis mehrmal täglich. Geheimnis gelüftet? Wow. Und so sah das Teil mal ursprünglich aus. Ja, auf diesem Felsen. Wie war das damals? Sprich, schwer einzunehmen, oder? Haben sie dich jemals rausgefordert? Also rausgefordert schon, aber besiegt? Nee, ne? Ja, das müsste das sein hier, wo wir gerade... Nee, ne? Na, die ist nachgebaut. Wow. Ja, jetzt kommen wir dann wahrscheinlich auch zu dem Teil. Oh, was ist das? Eine Kanone? Glaube das nicht. Na krass. Ja, das sollte nur... diese Löcher. Eine Art Armbrust, ne, die sind aber leicht. Die hier, das ist eine Kanone, ja. Die ist schon ein bisschen... schwerer. Aha. Haben sie zugemauert? Die Heizung, die hatten hier eine Heizung. Feuer gemacht, steinwarm. Naja, im Winter kann ich mir vorstellen, dass das hier schon fresh war. Und wenn man das verteidigen will, wie gesagt, Essen trocken, warm, gesund. Und dann können die Jungs kämpfen. Wow. Jetzt gehen wir nochmal da rein. Wo gehst du hin? Gehe ich nachher. Erst gehe ich auf. Überall Tische zum Hinhocken. Also wenn es hier im Sommer richtig heiß ist, dann ist es hier drin angenehm. Vielleicht nicht kalt, aber kühl. Aha. Und ich finde es cool, dass die überall Scheiben reingemacht haben. Weil ganz ehrlich, früher hat das in diesem Loch hier wahrscheinlich gezogen wie Sau. Und im Winter, wenn es stürmt oder so, also nicht angenehm. Würde ich jetzt nicht hier meinen Dienst tun wollen. Lege ich keinen gesteigerten Wert drauf. So, jetzt gucken wir noch hier runter. Also das ist schmal. Halbschalenturm mit Zisterne. 5 Meter, also dass die hier wirklich... Oh, hier liegt Kohle drin. Siehst du das Geld? Ja. Dass die hier nicht verdursten mussten. Oh. Das war mal das Kloster. Und hier gibt es noch eine Unterkirche, eine Krypta. Die war damals auch nicht offen. Wow. Und hier finden regelmäßig Veranstaltungen statt. Oder jetzt unregelmäßig. Wow. Die Mauern sollten wieder sehr dick sein. Und wer möchte, kann da hinten reinkriechen
Durchkriechen. Geheimversteck für heilige Kostbarkeiten. Aha. Die Klosterkirche. Die war damals begehbar. Wenn ich mich recht erinnere, kann man außen rum gehen. Wow, mehr ist nicht davon übrig. Genauso wie damals. Ja, genau. Da geht der Gang noch außen rum. Ja. Ein Falke. Da sitzt ein Falke. Den lassen wir sitzen. Siehst du ihn? Er sitzt auf der oberen Treppe. Das ist ein Ausblick. Der geht bis rauf. Da oben stand mal so eine Holzbude, wo man sich das Panorama anschauen konnte. Wow. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich wiederhole mich in solchen Fällen sehr gerne. Ein Traum. Ein Träumchen. Und außer dieser tschechischen Familie ist niemand hier oben mit mir. Herrlich. Ob man hier durchkommt? Weiter geht's. Stell den hinzu. So, der Rucksack geht gerade so durch. Du hörst es. Das ist der kleine 30 Liter. Wow. Ist das schön. Besser als ich es in Erinnerung habe. Viel schöner hergerichtet. Na dann. Ja. Wow. Wow, ups, mein Kopf. Was für eine Aussicht. Was für eine Aussicht.
Sehr schön. Ein wundervoller Weg. Eine herrliche Gegend und immer noch sehr ruhig. Es ist jetzt 10:30. Wow. Kommt mal wieder durch. Jetzt sind da schon ein paar mehr Leute. Felsenumgang, sag ich doch. Mal so aus der Hand gemeißelt. Wow. 3 Jahre haben sie an dem. Man sieht hier noch förmlich das, was man mit der Hand gepickelt hat. Also, für die Allgemeinheit nicht nur Petra und das andere. Die alten Deutschen haben es auch gemacht. Schau dir das an. Schon der Hammer, oder? Wow. Ich bin begeistert. Habe ich dir das schon gesagt? Ja, ne? Nee? Na dann, ich bin begeistert. Diese Stufen bin ich vor mindestens 42 Jahren schön hochgegangen. Ist es ein Traum. Da drüben gehen wir nachher. Aber jetzt erst mal schauen, ob man noch die Reste der ehemaligen Hütte findet. Rauf geht's noch. Aber ich glaube, dieser Pavillon existiert nicht mehr. Nee. Diese Hütte, ich weiß nicht, wie ich das sagen sollte. Die war irgendwo hier hinten, vielleicht da, wo die andere steht. Und die hatten so eine Art Projektionstisch. Da wurde die Karte von der kompletten Umgebung, inklusive dieser Schienen, rauf projiziert. Und man konnte sich das anschauen. Ich weiß nicht, ich kann das schlecht erklären. Habe ich nur einmal in meinem Leben gesehen und das war hier. Aber ganz krass, oder? Hier stand diese Projektionsbude. Ich würde sagen, das ist derselbe Platz. Oder war es die Materialseilbahn? Wir gehen noch ganz hoch. Wir finden das heraus, weil da steht ein Schildchen drin. Das ist das Camera Obscura. Ha, habe ich doch gesagt, siehst du? Genau dieses Haus. Über einen Spiegel wurde das projiziert. Brennweite 296 cm, Blende 14,8. Wow. Beobachtung des Sternenhimmels und man konnte auch die Umgebung beobachten. Gibt es... Ha! Wow. Geht wieder. Ah ja. 1852 errichtet. Nur weil sich immer einige darauf berufen, dass das alles in neueren Datums sein muss. Genau, in dieser Hütte war ich drin. Ha! Und das gibt es weiterhin. April bis Oktober bei Schönwetter. Aha. Also, Kontakt an dem Kassenbereich. Kann man sich also vorführen lassen, das Ganze. Hat mich mein Erinnerungsvermögen nicht betrügt. Jo. Das ist hier die älteste Befestigung der Burg und des Klosters. Aha. Am höchsten gelegen. Macht doch am meisten Sinn. Wow. Herrlich. Wow. Blick in die ehemalige Klosterkirche. Ein Traum. Wow. Da sieht man noch mal, was hier
geleistet wurde. Im Prinzip sieht man die Kante, wo der Fels aufhört und wo der gemauerte Teil anfängt. Ein Träumchen. Sieht man dieses gesamte Areal. Also es ist sehr, sehr weitläufig. Tschüssiburg. So, jetzt geht es hier noch durch die Ritterschlucht. Hier mussten damals die Ritter rauf. Gehe ich mal davon aus, dass es keinen anderen Weg gab. Was zusätzlich beschwerlich war. Und es ist natürlich eine Engstelle, wo man den Zugang kontrollieren kann. Schon beeindruckend, oder? Wow. Ja, danke. Wow, jetzt pass auf. Die Bergkirche Eubin. 1709 errichtet. Wow. Ich weiß nicht, ob du das erkennen kannst, aber das sind die ganz alten Stufen noch. Krass. Das ist echt cool. Wow. Und der ganze Lärm bleibt wie immer draußen.